Also wir sind in Europa auf der 1, in den USA auf der 2. 3,5 Stunden Fahrt sind wir angekommen am Hershey Park. Der Schokoladenhersteller hat einen eigenen Freizeitpark. Schauen, was wird. Was wird. Und das macht dann keinen Sinn, weil alle da reinlaufen. In einen Freizeitpark. Ja, beim ersten Mal ist vielleicht noch Glück, beim zweiten Mal ist es absolutes Können. Haben wir auch wieder bestellt für Cedar Point Europe. Wir haben wirklich dran geglaubt, auch immer noch, dass es klappt. Gute Bahn, aber der Lounge ist nicht schön. Ich fand der Lounge, der war schön knackig. Ich hatte einen leichten Grey-Out tatsächlich. Klassischer Fall von zu viel erwartet. Das ist das Bandit von Amerika hier gerade. Abreißen. Was soll man da jetzt zu sagen? Dosenhähnchen. Hier im Auto ist eine geteilte Meinung, glaube ich. Was ist da los? Ekelhaft, ja. Was? Boah! Als wenn du eine Das wandert sofort in die Tonne. Boah, ich habe selten sowas Ekelhaftes gegessen. Was passiert hier? Was, wenn ich Ihnen zu trinken habe, was wollen Sie trinken? Danke, nein. Jetzt habe ich das Logo auch verstanden, der Bahn. Es ist, dann fährt mal was ruhig und dann ist es euch auch nicht recht. Nein, ist es auch nicht. Mahlzeit, willkommen beim Red Video Magazin und einem neuen Video unsererseits, einem neuen Tourvlog, die NYC Grill Tour 2025. Wir sind gerade aufgestanden. Wir gehen mal aus dem Zimmer. Ich habe euch gestern versprochen, euch mal den Flur zu zeigen, weil das ja ein frisch renoviertes Zimmer hier ist. Und der Rest des Hotels auch gerade renoviert wird. Könnte das ein wenig witzig aussehen. Ich glaube wirklich, das sind die neuen Schränke hier. Das sind die alten Fernseher und neue Schränke, die jetzt schon sehen. Das sind die neuen Fernseher. Weiß nicht, ob wir davon noch mal einen mitnehmen. So, nach 4 Stunden Schlafen sind wir wieder auf die Beine und weiter geht die wilde Hatz. Fahren, glaube ich, jetzt auch wieder 2,5 Stunden. Gehen mal eben unten gucken, wie das Frühstück aussieht, was es da gibt. Und wir sind übrigens auf der 2. Das ist auch witzig in den USA oder viel schlauer. Das Erdgeschoss ist Etage 1 und dann das da drüber ist Etage 2. Nicht Erdgeschoss und 1. Also wir sind in Europa auf der 1, in den USA auf der 2. Die Sonne geht schon auf, das ist ja verrückt. Euch kurz abgeholt. Hier kommen jetzt gleich die. Ja, das auch. Hier kommen jetzt gleich die Rucksäcke wieder drunter. Unsere Kühlbox, super wichtig. Das wisst ihr, das ist lebenswichtig, sowas. Und der Schleudersitz, super beliebt hier. Ist immer so, ich will hier sitzen, denn ich will hier sitzen. Damit ihr das auch mal gesehen habt, unser Tourfahrzeug. Und witzigerweise, was ich das letzte Mal erzählt habe, wo wir den Pickup hatten, das ist dann das andere, was man nehmen sollte. Wir hätten auch was Größeres genommen. Es gab nichts Größeres, das war das Größte. Aber ist auch vollkommen in Ordnung. Yo Leute, nach 3,5 Stunden Fahrt sind wir angekommen am Hershey Park und wir sind vorbereitet auf einen schokoladenreichen Candy-Tag. Ja, der Schokoladenhersteller hat einen eigenen Freizeitpark mit ziemlich vielen, teilweise ziemlich coolen Achterbahnen, die heute
gefahren werden wollen. Wir müssen erstmal jetzt vom Parkplatz uns den Weg bahnen zum Eingang. Es ist auf jeden Fall vor Parköffnung schon gut was los hier. Die Leute haben Bock, es ist Montag, es ist warm und es wird heiß. Und mal schauen, was kommt. Schauen, was wird. Was wird. Auf die Haut. War das ja noch viel zu groß? Auch gut? Jo, wir sind drin, auch wenn wir erstmal zu dritt am Ticketscanner vorbeigerannt sind, ohne das zu merken. Also auf allen Seiten. Wir haben es nicht gemerkt, der Park hat es nicht gemerkt. Wir haben jetzt so Armbänder hier für On-Ride-Fotos, die for free dann irgendwie in der App sind. Wir müssen nachher mal gucken, dass wir Moritz mal ins Gebet rufen, was wir jetzt bezahlt haben. Weil das ist der erste Park, wo jetzt unser Season Pass nicht gilt und wir bezahlen. Also wir haben bezahlt, aber die Season Pass haben wir auch bezahlt, das meine ich damit. Aber da war immer beim Season Pass durchdrennen. Und ja, quasi fängt jetzt der Teil an, den ihr von vor 7 Jahren kennt. Weil alles hier hinter ist jetzt der neue Eingang. Und zum neuen Parkeingang haben sie natürlich auch uns einen riesigen B&M Hypercoaster hingestellt. Den fahren wir aber später, der ist nämlich jetzt hier direkt am Eingang. Und das macht dann keinen Sinn, weil alle da reinlaufen. Und ja, mal gucken, wo es uns zuerst hintreibt. Also nochmal, um das zu verdeutlichen, ne? Wir haben unsere Tickets dann scannen lassen, sind zurückgegangen. Wir haben uns gerade mal erstmal Gott stopp gelacht. Und so, Cocoa Cruiser. Zampella SCD 80 müssen Leute hier noch fahren. Kommen hier gerade vorbei. Ist noch 2 Ründchen oder was, eine Runde noch und dann werden wir dran. Das machen wir und dann werden wir wahrscheinlich zu Love Track durchsteppen, um die Bahn da zu fahren. Indoor Coaster mit nicht so viel Kapazität, ein bisschen taktisch vorgehen, haben viel zu fahren hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Achterbahnen sind wieder 15, 16 Bahnen hier? Ich weiß es gerade nicht. Wir haben uns ja gerade super professionell diese tollen Plastikarmbänder an die Handgelenke gemacht. Und an sich ist das so eine Art Fotopass, haben wir gedacht. Aber man kann nur bei dem interaktiven Dark Ride hier da ein Foto also ein On-Ride-Foto bekommen. Und ein Fotopass für alle anderen Attraktionen gibt es halt separat. Da müssen wir jetzt nicht das Plastikding den ganzen Tag ums Handgelenk tragen. Haben wir etwas anders verstanden. So, jetzt die Frage. Hier ist jetzt Fahrenheit, ne? Ja, wir werden jetzt uns bei Fahrenheit anstellen. 10:32 Uhr. Intermin Coaster mit 97 Grad Fahrenheit Drop. Ja, das war ein bisschen unterwältigend. Erstmal haben wir eine halbe Stunde gewartet dafür, dass fast keiner vor uns war. Irgendwie sind die Operations echt nicht gut.
Und Fastpass wird hier natürlich mal wieder maximal bevorzugt. Kannst da schon 3 Minuten vor der Kette stehen und eigentlich der nächste sein, der eingeteilt werden muss. Wenn gerade noch jemand dann die Treppe hochgekraxelt kommt, dann darf er auch noch schnell vor dir einsteigen. Ja, vibriert sehr stark und sonst aber nette Bahn. Das ist jetzt nicht kacke, aber holt mich jetzt auch nicht ganz ab. Also keine Frage, ne? Das ist schon ein ordentliches Ding. Aber mit dem, was man jetzt die ganze Zeit gefahren ist, war das jetzt eher der schwächste Auftakt, den wir bis jetzt hatten in dem Park mit einer Bahn, die wir gefahren sind. Sonst haben wir irgendwie gefühlt immer mit einem richtigen Knaller angefangen. Mal gucken, was wir als nächstes im Pedo haben. Wir hatten auch eigentlich geplant, mit Love Track anzufangen, aber ja, dem Kiddie, der gerade nicht voll war. Und eigentlich war Fahrenheit auch nicht voll. Wir sind dran vorbeigekommen. War das eigentlich eine ganz schlaue Idee, das zuerst zu machen. Ist nicht ganz aufgegangen, der Plan. Um irgendwie dann ein bisschen Vorsprung hier nach Love Track zu haben. Schön ist es hier, ja. So, weiter geht's mit der ersten Achterbahn, die für uns auch neu ist hier im Hershey Park. Und zwar Wildcat's Revenge ersetzt Wildcat. Und zwar ist das wieder so ein AMC-Umbau von Rocky Mountain Constructions mit iBox-Track. Einer alten Holzachterbahn auf so ein ganz verrücktes Ding mit Überschlägen und witzigen, krassen, intensiven, kuriosen Layouts. Wildcat davor war übrigens die allererste Achterbahn von GCI, Great Coasters International. Hatte anfangs PTC-Züge, dann später die GCI Millennium Flyer und jetzt ist es ein AMC-Umbau. Crazy. Bin gespannt. Das ist ein Wimmelbild. Wimmelbild. Lukas, Yes. kannst du uns noch nachreichen die Schritte von gestern? Ja, also wir waren ja gestern im wunderschönen Cedar Point in Sandusky, Ohio. Und da sind wir sage und schreibe 20.500 Schritte gegangen mit 14,5 Kilometern in einem Freizeitpark. Schön. Schön. Habe ich heute nicht vor. Schön. So ein Mühe ist sie weggegangen. Uiuiui, jetzt stehen ja mal ganz schön viele Leute hier bei Wildcat's Revenge. Wir haben, nach so eine halbe Stunde haben wir gewartet, aber jetzt sieht das schlechter aus. Heidewitzka! Also die Bahn beginnt echt gut, macht Spaß, smooth, hoch, schnell, verrückte Fahreigenschaften, Figuren. Aber danach wird es aber auch wieder sportlich, ne? Da reißt er dich um die Ecke, dann reißt er dich da um die Ecke, dann haut er dich da nach oben raus und haut dich noch weiter nach oben raus, haut dich noch weiter nach oben raus und gibt dir ganz am Schluss noch eine Ecke mit. Tschüss! Aber sehr coole Bahn und würdiger Ersatz für Wildcat, würde ich mal sagen. Reden wir auch noch mal mit separaten Review drüber. Ach, hier haben wir Wildcat Reste. So sieht eine Holzachterbahn sonst aus. So, ich glaube... Achso, es geht zur Wildmaus. Das fahre ich nicht. Ja, normale Standard wilde Maus. Wir sind 5, 4 Leute passen rein. Lass sie eben fahren. Ist auch nicht so voll. In 10 Minuten stehen die wieder hier neben mir. Und dann geht es eventuell rüber zu Love Track. Love Track hole ich euch schon mal ab, wenn wir schon mal quatschen. Und zwar ist das Mauer Ride Spinning Coaster SC2000. Das Layout kennt ihr vom Spinning Racer, damals noch auf der Kirmes. Oder von mir ist auch Crust Coaster in Disney Paris in den Studios. Da in Paris mit so einem Dark Ride Part davor, den gibt es nur da. Hier nicht, aber hier auch komplett Indoor und Love Track ist ja die Lachstrecke. Und das Thema der Achterbahn ist ein Funhouse. Und man fährt quasi durch ein Funhouse oder erlebt ein Funhouse als Achterbahnfahrt. Ja, Wasserpark ist auch gut gefüllt. Logischerweise ist nämlich wieder ziemlich heiß heute.
und ja, sehr gut gefüllt. Aber gucken wir mal. Wir haben ja schon ein bisschen was jetzt gemacht. Es kommt aber noch ein bisschen was. LK, EZ, H2O. So, ja. Das ist mein Wasserspender. Bottle saved. 89.064 Flaschen gesichert. Wodurch auch nochmal. Wieder mal aus der Serie, hört nicht auf das, was ich sage. Und wir werden nicht tun, was ich vorher sage, was wir vorhaben zu tun. Love Track hat 1 Stunde Wartezeit, aber Lightning Racer, Dueling, GCI, Holzachterbahn 5. Also die Züge fahren hier halb leer raus. 2 Achterbahnen nebeneinander. Es gilt beide zu fahren für 3 aus der Truppe. Haben wir als sehr gut, so witzige Erinnerung, damals auch hier nichts los gewesen. Da haben Uschi und ich uns auch in getrennte Züge gesetzt, um dann das Racing-Gefühl zu haben. Das Ganze um und am und fast im Wasserpark übrigens unterwegs. Und ein Riesenrad gibt es hier auch, und das ist voll auf den USA, dass Riesenräder nicht für Single Rider sind. So, das ist jetzt in der Station, jetzt wird Achterbahn gefahren. Ja, beim ersten Mal ist vielleicht noch Glück, beim zweiten Mal ist es absolutes Können. Lukas und ich gegen die 3 anderen haben jedes Rennen gewonnen. Du brauchst einfach mal Präzisionsfahrer und nicht einfach ein paar Stümper. Beide Seiten haben wir mal haushoch den Sieg nach Hause gefahren. Was eine geile Achterbahn, richtig, richtig gut, macht richtig Bock und ja, verrückt. Also da müssen wir auch noch mal einzeln drüber sprechen. Hier wird das Siegerfoto jetzt gleich geschossen, wenn die Verlierer kommen. Die müssen aber noch kurz sich ausheulen. Lukas, Ja, wie fandst du die Bahn? sehr schön, war gut, macht Spaß. Auch das Miteinanderfahren ist geil, dass man sich so kreuzt in der Bahn. Und wenn man beide mal gewinnt, ist es ja auch, ne? Klar, dass das so ist. Haben wir auch wieder bestellt für Cedar Point Europe. Nee. Ich muss sagen, es war ein schwarzer Tag für Uschi und mich. Wir hatten gekämpft. Wir haben wirklich dran geglaubt, auch immer noch, dass es klappt, weil letztes Mal haben wir so gut gewonnen. Da kam gar nichts von euch. Aber jetzt. Jetzt war halt Bartowski dabei. Ja, okay. Aber ich möchte noch mal sagen, der Red Track, ne? Der war aber rougher. Viel besser gefahren. Der war. Nee, also Lightning war viel rougher als Thunder. Wie fandet ihr das nicht? War das bei euch besser? War bei euch Grün besser? Auch besser als Ja. Rot? Nee, die Rot war ein bisschen gackliger. Ja, die 30 Minuten sind natürlich hier für den Nebulas. Ach so. Ja, war ja klar. Wo ist denn der Eingang? Ja, wo wäre denn der Eingang? Aber trotzdem einmal Hier weiter, oder? Ja, da geht's weiter zum Stormrunner. Mülleimer, das internationale Zeichen für geschlossen. Also Mülleimer vor Ein- und Ausgängen. Danke.
Next Stop Stormrunner, Intermin Hydraulic Launch Coaster. Voll gut gewesen, glaube ich, aber sehr intensiv und ruppig. Wir fahren das jetzt einfach mal. Und dann holt Uschi, unsere Rasenreporterin, euch wieder mit den Meinungen der Mitfahrenden ab. Ausgeklammert Ritze, der fährt nämlich kein Hydraulik-Launch. Das ist ihm zu intensiv und er macht das aus Prinzip nicht und weigert sich da auch. Und das seit Jahren schon. Gut, mal gucken, wie lange das hier dauert. Eine Stunde, sagt die App. Das sieht nicht nach einer Stunde aus, aber wir können auch gleich negativ überrascht werden. Hallo. Hallo. Schöne Bahn. Wie ist das Fazit? Gute Bahn, aber der Lounge ist nicht schön. Warum ist der denn schön? Der ist mir zu lasch für einen Hydraulik-Launcher. Er war zu lasch. Ja, wir hätten uns so unterhalten können. Und das, nee, normalerweise ist das so, dass ich da nicht atmen kann gefühlt. Und das war jetzt echt... Du bist jetzt ein Mann geworden. Also, Amerika. 100 Counts mal verändern ein. Deine Bar Mitzwa. Nee, also die Bahn selber ist geil. Danach macht richtig Bock. Ja, finde ich auch. Coole Rolle. Nice roll. This is how we roll. Let's go. Stormrunner. Ja, hat Spaß gemacht. Ich fand den Launch, der war schön knackig. Knackig. Und ansonsten das Layout witzig. Gerade so diese Invasion, wo man einfach so ewig hochfährt. Ja. Witzig. Hat Spaß gemacht. Ist auch witzig schlagen. Wie viele Sterne, Lukas? Was? Wie viele Sterne? 4. 4 von 6. Ich fand aber ein bisschen Stormrunner leicht Vibrations, aber was ein Quatsch-Layout, was halt dementsprechend lustig ist. Und ich fand den Launch schon knackig. Wir machen jetzt Trailblazer. Hier weiß ich nicht, was jetzt angegeben wird als Wartezeit. Bei Stormrunner wurde 60 Minuten angegeben, es waren 20. Ich hasse es. Diese Apps und diese Anzeigen, das funktioniert alles nicht. Aber danach entscheidet man es doch. Und danach, so kriegst du auch dein Crowdmanagement hin. Aber nicht, wenn du irgendwelche Wartezeiten irgendwo hinschreibst. Ätzend. Trailblazer, Aerodynamics, Mindtrain. Es gab die Asthma-Türme hier, die Hershey Towers, oder wie die heißen, ein bisschen laut. Oh, Baby. Oh, Baby. Half Chicken, Reisrad.
Wie war deine Fahrt? War sehr toll. Wirklich, hat richtig Spaß gemacht. Also tolle Elemente, tolles Setting, mal nicht so dieses Standard abgefahre, überraschende Sachen. Auch die Inversion richtig schön intensiv, aber nicht unangenehm. Toll, tolle Bahn. Sehr positive Überraschung. Oh my God, you really Ja, die positive Überraschung kommt von Great Bear B&M Inverted Coaster, der uns jetzt eine Stunde Wartezeit beschert hat und absolut absurdesten und lustigsten Stützen hat die Achterbahn zu bieten hat, glaube ich. Und einfach mal nicht dieses Standard B&M Baukasten-Quatsch-Ding ist, sondern eine richtig coole Bahn. Aber eine Stunde war jetzt schon, die war sehr zermürbend, wie wir sie gewartet haben. Hier SNS Asthma-Schaukel, Twizzlers Twisted Gravity. Neu, ich glaube sogar dieses Jahr neu, war letztes Jahr auf der Messe die Gondel ausgestellt und ist, glaube ich, so wie ich das richtig am Schirm habe, aktuell der größte von diesen Asthma-Schaukel-Konstrukten. Wir sind den Super Duper Looper gefahren. Schwarzkopf Coaster mit Looping. Cooles Ding. 100 Jahre Anton Schwarzkopf. Alle finden die Bahn gut. Absolute Wohlfühlbahn für alle. Alle zufrieden und glücklich damit. Ich werde gerade von einem Tier angegriffen. Ja, und jetzt überlegen wir und gucken wir, ob wir jetzt Skyrush fahren können. Oder auch nicht, weil Skyrush gerade nicht fährt. Deswegen steht auch kein Mensch drin. Ja. Ich habe den auch schon länger nicht mehr fahren sehen. Okay, Skyrush war gerade zu und dann sind wir weitergegangen. Da haben wir oben was gehört in der Station und gedacht, oh, gucken wir mal kurz. Und ja, Leute eingestiegen, wir sind direkt zum Eingang gestratzt und jetzt hier reingelobt. Weil relativ wenig Leute gerade hier drin stehen, ist das ganz okay. Wir müssen jetzt mal gucken, wie lange wir warten. Kommt natürlich auch wieder Fastpass. Jetzt direkt, die riechen das ja alle sofort, wenn man was wieder aufmacht. Skyrush, Intermin Coaster, Intermin Wing. Ist es ein Wing? Ich glaube, es ist ein Wing Coaster, kein Wing Rider. Von Intermin. Es ist irgendwie so eine Mischung aus einem Wing Coaster und einem Big Dipper, aber dann von Intermin als langer Zug und das Ding ist geisteskrank. Kabellift ballert einen nach oben, du stürzt mit Vollspeed in die Tiefe, super intensiv, du drückst dich in die Kurve und dann ganz viel Erdteil. Meine Voraussage, was jetzt passiert, wie es wirklich war und wie die anderen und vor allem wie die anderen es fanden nach der Fahrt. Refill. Okay.
gute 25 Minuten Sky Rush gewartet. Die blasen hier Fastpässe die ganze Zeit durch, wie nichts Gutes. Also wenn Fastpässe kommen, dann dürfen die auch durch und kein anderer wird mehr in die normale Queue eingeschleust, also wo der Merch ist, wo man zusammen geführt wird. Fastpass, gib ihn. Die fahren gerade nur mit einem Zug, deswegen war die Bahn auch eben down. Alter Schwede, das ist immer noch ein Moped vor dem Herrn, also richtig gute Bahn. Du stehst, obwohl du keinen Boden unter den Füßen hast. 2 Schlaglöcher da drin, bisschen schwierig. Vibrations okay, Außenposition, ne? Geschenkt. Aber coole Bahn, ey. Moritz hatte so ein kleines Grey-Out, habe ich gerade gehört. Aber danach hatte ich auch ein bisschen Kreislauf jetzt gerade. Wir haben aber auch wieder mal nur gefrühstückt und trinken nur Wasser die ganze Zeit und es ist wieder heiß und schon spät. Sky Rush. Spaß gemacht, sehr schnell hochgefahren. Ja. Toller Drop, tolle erste Kurve. Ich hatte einen leichten Grey-Out tatsächlich, also auch schöne Airtime. Ein paar Schläge hat sie tatsächlich, also hier und da ist sie schon unruhig gefahren, aber jetzt nicht, dass es wehgetan hat Vibration. oder so. Ne? Ja, nee, schöne Bahn. Lukas, Ja, Sky Rush. habe ich auch wieder bestellt für Cedar Ja? Point Europa. Ja. Nee, ist gut, macht Spaß. Wie viele Punkte? Ich habe sogar 6 gegeben. 6. Bartowski? Sky Rush? Klassischer Fall von zu viel erwartet. Ja? Und jetzt bist du enttäuscht? Aber ich fand das jetzt, Unterwältigend. war jetzt nicht viel los. Ist das dein Flight of 4? Ja, kann sein. Ich fand, es hat zu viel geruppelt und wirklich Spaß gemacht hat es mir jetzt nicht. Also. Okay. Was machen wir jetzt? Comet? Comet. So was your right. It's like Bandit. Nicht schlecht. Das ist das Bandit von Amerika hier gerade. Ja, Das Beste ist eigentlich, dass du da am Ende 10 Minuten wirklich auf einem Sofa in der Schlussbremse sitzt Richtig. und wartest. ja, das ist sehr Also gemütlich. das ist wirklich bequem, aber dann alles, was davor ist, Aussicht ist auch ganz nett und so, ja. Aber normalerweise würde ich jetzt wieder den Klassiker sagen, abreißen. Spaß gemacht, Achterbahngeschichte, ein bisschen Rückenschmerz. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal 2 verschiedene Meinungen. Ab zur Neuheit für uns, die zweite Achterbahn, die neu ist seit unserem letzten Besuch. Candemonium B&M Hypercoaster. Steht vorne am Eingang. Haben wir natürlich erstmal geskippt, weil am Eingang rennen alle rein und da gehen wir jetzt nochmal hin, bevor wir nochmal komplett zurück in den Park rennen. oh, das ist der Plinko. Oh, das ist das Plinko.
Pandemonium, richtig geil. Also es hat sich ja, glaube ich, schon rumgesprochen in den letzten Videos, dass ich diese B&M Hypercoaster voll gut finde. Und der ist auch einer von den besseren. Gibt auch wieder Gurt und Bügel. Und du stehst auch erstmal im Keller, das ist auch nicht so schön. Einzelreview wahrscheinlich kommen folgend. Aber Floating Airtime The Ride. Du bist die ganze Zeit irgendwie in der Luft. Das macht richtig Spaß. Cooles Ding, fährt irgendwie aus dem Park raus hinten auf der Wiese und dreht dann vom neuen Eingang eine Runde. Vor allem fährt einmal eine Runde im Kreis um den Brunnen herum. Ja, auch bevor es dann zu dem Airtime-Hügel geht, der zu dem Brunnen führt, kommt noch mal so ein geiler Umschwung, den du nicht ahnst und dich so richtig rumreißt. Das ist auch ziemlich nice. Haben wir jetzt keine 20 Minuten gewartet. Ist auch von 15 auf 25 hochgesprungen beim Reingehen. Damit ist die Anzeige geswitcht. So, die Boys haben wir losgeschickt. Love Track fahren. Weil, wie viel wartet das weiter eigentlich jetzt? Eine Stunde stelle ich mich nicht für den SC 2000 an. Hab noch ein paar Aufnahmen von Pandemonium gemacht und dann suchen wir uns jetzt ein gemütliches Plätzchen und treffen uns dann eventuell zum interaktiven Dark Ride, wenn wir wissen, wo der ist. Wir haben eine Ahnung, wir haben ihn, glaube ich, auch schon gesehen. Da steppen wir jetzt hin. Es ist echt crazy, dass einfach der Eingang nicht mehr da ist, wo er mal war und jetzt der Park so ein bisschen umstrukturiert ist. Allgemein kann ich schon mal vorwegnehmen, heute Operations nicht so die besten, obwohl fast alles auf hat. Der Boomerang ist geschlossen. Skyrush ist ein Zug ausgefallen, kurz bevor wir gefahren sind. Da haben sie aber direkt geschraubt. Aber also die Operations sind sehr langwierig. Also es ist zwar voll, aber es müsste nicht so lang dauern, wie es dauert. Also das ist wirklich, es hat fast schon China-Vibes, wie die leeren Züge hier in den Stationen stehen. Na gut, aber Pandemonium ging wiederum schnell. Also schnell im Vergleich zu dem, was sonst die ganze Zeit hier passiert ist. Wühlen wir uns mal hier durch die Menschenmassen, die jetzt auch wieder nach vorne strömen, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich jetzt auch gleich nochmal Pandemonium alle fahren, da die Wartezeit wieder hochgeht. Also gut überlegen, wann ihr was fahrt. Tja, sollen wir mal da hingehen? Naja, wir haben extra ein Foto geschickt, wo wir sitzen, als die drei hier bei Left Track drin waren. Und die sind einfach an uns vorbeigelaufen. Frech. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Reese's Cup Fusion, das ist ein Dark Ride. Und ja, mal gucken. Also wenn er jetzt nicht irgendwie 45 Minuten hat. Wie lange dauert das denn? Wie war Left Track? Maurer Spinner, ne? Also, was soll man da jetzt zu sagen? Viel zu lange Wartezeit dafür, aber... Wie lange habt ihr jetzt gewartet? Ich glaube, wir haben an der 60 wieder gekratzt, oder? Ich glaube, wir haben irgendwann aufgehört, uns darüber Gedanken zu machen. 45, 60. War das traumatisch? Schön war nicht. Also ich sag mal so, hier stehen jetzt auch 60 angeschlagen. Ja. Was steht da, 60? 60. Ist natürlich jetzt die Frage, sind das wieder die 60 wie bei Love Track, wo es auch 60 sind, oder sind das die 60 wie bei Stormrunner, wo es 10 sind? 60 Ja. Aber hier gibt es 2 Dark Rides. Ne? Und wie fandst du das? Love Track, ja, Bahn ist gut, aber Thematisierung halt. Schön. Okay, wir diskutieren jetzt noch mal kurz, wie wir weitermachen. Aber hier gibt es 2 Dark Rides, einen im Park und einen draußen. Hier kann man einen Backstein kaufen aus dem Eingangsgebäude von früher. Gut. Teilweise schon ganz cooles Merchandise, was sie hier haben. So, ich weiß nicht, ob ihr das hinter mir sehen könnt. Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Wir sind nämlich durch und sind jetzt wieder vorm Eingang, gerade durch den Shop-Ausgang rausgegangen. Und wenn ihr ein Ticket hier für den Hershey-Park habt, könnt ihr den Vortag schon gehen und 2 Stunden vor Parkschluss schon den Hershey-Park besuchen. Also könnt ihr schon mal so das eine oder andere fahren, ein bisschen was gut machen und euren Tag dann drauf ein bisschen besser
starten. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz hier in der Nähe übernachtet, matcht das ja mit Anreise, Check-in, dann 2 Stunden rein und fertig. Und am nächsten Tag das Ganze in Ruhe machen. Außerdem, wenn ihr hier seid, kleiner Tipp, die Hershey Chocolate World kann man, glaube ich, allgemein sich vielleicht angucken, wenn man da Spaß dran hat. Aber da gibt es noch einen Dark Ride drin und der ist for free. Da, Free Chocolate Making Tour Ride. Da ist sogar das Plakat dafür. Und das ist ein Dark Ride, der euch zeigt und erklärt, wie Schokolade gemacht wird. Wenn ihr das nicht von Hershey Chocolate sehen wollt, sondern von Lindt Schokolade, verlinke ich euch hier ein Video. Das gibt es nämlich in der Schweiz auch, haben wir auch gemacht. Ja, alles dazu dann in dem Video. Und wir machen das jetzt mal hier mit Hershey Chocolate. Er saugt erstmal die Platte. We're on our way to the Hershey Chocolate Factory. Your guide will meet you at the entrance. See you inside. Thousands of years, milling machines generate lots of heat. Transform refined rum into milk chocolate. Hey, don't forget about Reese's peanut butter cups. Mom. It's so sweet. So be sure to share that with the one who 3, 2, 1. Okay. Now, everybody say Hershey's. Maybe it's mine. Okay, es wird sich gerade gestritten, ob das ein gratis Dark Ride ist oder nicht, weil man ja mit dem Auto hinkommen muss und bezahlen muss. Aber man kann den Dark Ride einfach so machen und der gehört nicht zum Parkeintritt und zum Park dazu. Entscheidet ihr, die Kommentare gehören euch. Ja, ganz süß, funktioniert nicht mehr alles. Als wir das vor 7 Jahren gemacht haben, war der brandneu. Da war es ein bisschen erquickender. Da gab es auch noch Smellpots, da hat sich alles bewegt. Alle Effekte haben funktioniert. Trotzdem süßer Dark Ride, vor allem for free. Und am Ende gibt es natürlich das Probierstückchen. Und in Hershey Schokolade ist nur Kakao, Milch und Zucker. Und ganz viel Liebe. Alles andere da auf dem Karton, das ist gelogen. Also das hat mir auf jeden Fall der Dark Ride jetzt beigebracht. Wir sind durch, sind fertig. Alle Achterbahnen wurden gefahren, außer der Boomerang, der kaputt und zu ist. Und wir machen es mal wieder zum Auto. Auch sehr nachhaltiger Bus. Ja, wie es auch stinkt. Naja. Was haben wir denn da? Schönes? Wir haben ein wunderschönes Dosenhähnchen. Bei Miller Lite. Nur mit der Miller Lite Dose ist das essbar. Ich finde es richtig geil, muss ich leider sagen. Ja. Hier im Auto ist eine geteilte Meinung, glaube ich. Bartowski? Nee, ich glaube, dafür arbeite ich nicht genug im Fleischwerk. Moritz, wie fandst du's? Irgendwie lang. Okay, und Bro? Die kann man essen, aber ich kann es nicht definieren, was es sein soll. Nee. Das hat irgendwie nichts mit Hähnchen und nichts mit Bier. Also schmeckt vielleicht Dose. So schmeckt Dose. Es soll ja eine Dose schmecken. Ne? Ach so. Ja. Also ist es genau richtig. Ist genau richtig. Also Bro möchte gleich noch eine Dose essen. Du willst nicht so viel Müll wegbringen. Da war noch eine zweite Sorte drin, die Horror. Was haben wir da? Beides preislich. Ja, wenn wir schon mal Was haben wir denn noch? Pringles Test Street.
Taste the taste. No? Oh, Das geht es. Loaded Potato Skins. Hab ich schon. Sorry, Moritz. Also Loaded Potato, okay, aber Skins? Also einmal hier 3 Stück. Trois. Ich will einen bitte. Dann nimm dir, nimm einen. So. Oh, ich hab noch nicht. Was ist da los? Das Pickel haben. Was? Boah! Als wenn du eine Ich hab schon. Ich hab Das schon. schmeckt, als wenn so ein Buko schlecht geworden wäre und du hast ihn trotzdem aus. Boah! Leute, ist das ekelhaft. Das wandert sofort in die Tonne. Wer hat die ausgesucht? Ich habe die ausgesucht, weil es eine neue Sorte. Ja, hier. Tut sie rein. Die kommen in die Tonne. Boah, ich habe selten so was Ekelhaftes gegessen. Das ist bestialisch. Kauft die niemals. Das ist ekelhaft. Boah. Der Käse. Wenn man sich so einen süßen Tee hier reinpfeift und das den Geschmack neutralisiert. Das ist schon scheiße. Erstmal nachtrinken, ne? So, Miller Light. nächste Sorte. Hey, noch eine? Ja klar. Große Pringles Sticks. Pickel? Nee, Pickel haben wir nicht gekauft. 7 Ne? Layer Dip. So, Bro, der nächste. 7 Layer Dip. Moritz. Einen bitte. Danke. Das ist okay. Das ist so eine Salsa. Hast du was probiert? Ja, das finde ich auch lecker. Halbherzig gemachter Paprikasalat am Grillabend. Aha. Probier ich auch mal. Hier schmeißen wir dann hier erstmal was für Pantobrazzo rein. Noch jemand davon? Okay. Ich wollte noch mal so Teil Ja. Nee, ich finde das ganz nett. Tomate, so Sour Cream, Avocado, schmeckt man alles so ein bisschen raus. Muss ich konzentrieren. Also ist hier Lecker. Layer Dip ist Handy. Meine Haare, der schon. Salat. French, Salsa. Das schmeckt. Das kann man nehmen. Oh. Das ist drauf. Ja, super. Der bleibt doch da hängen. Der kann ja gar nicht rein. Nee. Der Auto alles die ganzen Masten. Was habt ihr jetzt hier alle so Styrobecher mit? Ich hab mich hier. Wir haben uns hier in dem Diner, wo wir gerade waren, um was zum Abend zu essen, gedacht, komm, so ein American Diner Shake muss man sich mal gönnen. Und haben uns Vanille-Shake, Milchshake geholt. Lukas und ich haben Vanille und Moritz hat Strawberry. Kann das was? Vanille. Schmeckt richtig geil, weil du schmeckst richtig, dass der halt mit Eis und Milch gemacht ist. Geil. Nicht Zucker pur und künstlich, sondern so wie es sein soll. Taste it. Sehr lecker. Was haben wir heute bezahlt an Eintritt und Park? Oh, okay. Weil das war nämlich ein bisschen unübersichtlich, um mir das zu merken. Ja, es war generell ein bisschen unübersichtlich. Hier kommen die Preise für Parkeintritt und Parkplatz. Oder Dollar. Ist egal, das ist Taste. Also, wir haben bezahlt. Das Parken weiß ich sogar. ja, das Problem ist, ich sehe, auf dem Ticket steht, wir haben Vollpreis bezahlt, den haben wir nicht bezahlt. Also Parken ist auf jeden Fall $26 gewesen im Rabatt, wenn man das online holt. Ja, Plus Tax.
Und Convenience Fee. der ist richtig, 2,95 und Gatepreis ist $35. Also man spart da wirklich schon ein paar $. Parkplatz-Gatepreis. Ja. Genau, also insgesamt fürs Parken haben wir bezahlt 28,99. So, die Tickets hätte man online für $55 bekommen und dann nochmal Tax obendrauf und nochmal Convenience Fee obendrauf. Die Convenience Fee war bei den 5 Tickets irgendwie bei $30 sogar, also die war recht hoch. Am Gate kostet das Ticket 89,95 plus 85 Cent Tax. Und wir haben einen Deal bekommen, der ein bisschen günstiger war. Insgesamt $284,15 für 5 Tickets. Also Gute 55, 57. Ja, um den Dreh, genau. Ja, vielen Dank an die Finanzabteilung. Wir werden heute ja noch, insgesamt fahren wir glaube ich 3 Stunden. Wir haben jetzt nur noch 2,16 auf der Uhr. Werden also nicht mehr so viel laufen. Lukas, wie viele Schritte haben wir heute auf der Uhr? So, die Counter-Idioten, die auch nochmal den Berg wieder raufrennen mussten, weil ja Love Train oder wie er hieß. Love Track fehlte uns ja noch, da mussten wir wieder rauf. Also wir sind heute bei 15.765 Schritten, das sind etwa 11,2 Kilometer. Sehr schön. Da kann man sich auch mal so einen Shake gönnen. Also die Shakes werden hier gefeiert. Die sind auch echt, ich habe auch probiert, das ist echt sehr gut. Von Holy gibt es auch einen Milkshake. Klingt wie du verschauen. Right, 10% Rabatt auf die ganze Bestellung. Genau, wir fahren jetzt gute 2 Stunden noch und dann sehen wir uns gleich im Hotel und zeigen euch das Zimmer nochmal. Standardbad. Schönen guten Tag. Wir sind da. Was haben wir denn hinter dieser Tür? Den Schrank. Den unglaublich gruseligen Schrank. Aber schick. Oldschool, aber nice. Ich einfach gerade im Auto das Bewusstsein verloren habe und einfach nicht mehr da war. Oh, wenn man mal nicht die Steckdosenlampen haben will, die es überall sonst gibt, gibt es hier so einen Sockel für da drunter. Das ist ja witzig. Ich habe gehört, ihr habt einen Mitbewohner. Warum? Das ist doch nicht riesig. Wie soll ich die denn sonst kaputt machen? Wie soll er denn jetzt machen? Ach, das ist doch gar nicht so riesig. Nein, wir haben viel größere bei uns zu Hause. Darf sie mit dem Bügelbrett nicht wegmachen? Warum auch immer? Mach doch. Das Einzige, was du jetzt bewirkst, ist, dass die gleich irgendwo hier rumkrabbelt und unkontrolliert. Die bleibt da. Herzlich willkommen in unserem Hotelzimmer. Oh, ich dachte, der hat die Tür zugemacht, der Depp. Wie ist denn dein Highlight heute gewesen, als wir in Hershey Park waren? Was für eine Bahn war dein Highlight? Sky Rush. Warum? Weil die schön prügelt von Anfang bis zum Ende. Das mag er. Und wir hatten ziemlich Glück, dass wir die fahren konnten, weil sie genau bei uns wieder aufgemacht hat. Ja, das stimmt. Die war auch kurz danach, war die wieder zu? Später? Nee, aber ich glaube, der Einzugbetrieb hat jetzt zur Operations da nicht so was Positives beigetragen. Gut für uns war, dass alle in der ersten Reihe angestanden haben, weil sie es nicht verstanden haben. Okay, ich gehe weiter. Vielen Dank. Ach, was noch? Noch irgendwas, oder? Was war denn der Flop des Tages? Der Flop des Tages. Ja, für mich tatsächlich Komet, aber das fandet ihr ja super. Ich Komet. Die gar nicht. Die Holzerte. Ja. Wer von uns mochte die denn? Wir fanden jetzt eine super Zeit da drauf. Das ist total geil. Ich fand die schrecklich. Hä? Nee. Aber das auch als Flop dann direkt. Ich meine, Lukas hat ja gesagt, die ist schlimmer als Bandit, ne? So. Kleinen Moment. Ja, kleinen Moment. Was passiert hier? Was kann ich Ihnen zu trinken? Hallo, was wollen Sie trinken? Danke, nein. So doppelt. Ja, danke.
Gehen Sie. Was war dein Highlight des Tages? Der B&M Komet. Uschi und ich hatten sehr viel Spaß auf Komet. Das war definitiv auch ein toller Moment heute. Ich fand aber den B&M Inverter, der irgendwas mit Great Bear. Nicht Beer. Great Beer haben wir jetzt, aber The Great Bear, das Sternbild. Jetzt habe ich das Logo auch verstanden, der Bahn, okay. Danke dafür. Die fand ich schon sehr toll. Ja. Und Flop? Deren Bewertung zu Komet. Für mich nicht tragbar. Ja, dass wir natürlich den Dueling verloren haben, ne? Nach all den tollen Gewinnen hier. Einmal verloren oder zweimal? Zehnmal? Ja, wir haben den zweimal verloren und auf Komet haben wir noch gegen die Operations verloren. Die haben uns ja auch nicht mitfahren lassen erst. Also es war heute wirklich was Holzachterbahn eigentlich, da hatten wir nicht so viel Glück. Ich würde an meinen Flop tatsächlich so Erfahrenheit sagen, weil irgendwie du bist da drauf, alles passt, alles ist gegeben, dann ist die Bahn so 10 km/h zu langsam und will nicht richtig, ne? Da kann man vielleicht nochmal einen LSM-Lounge da hoch einführen. Ne? Ich meine, wenn Mack das schafft, ist ein bisschen steiler ne, für die Physik, aber wenn Mack Probleme mit der Physik hat, dann schafft Intermin das ja eigentlich locker. Ne? Ich meine, man kann das ja auch mit Kabellift machen, wie man bei Skyrush gesehen hat. Das geht genauso schnell. Könnte man auch mal, aber der ist ja von AMC gebaut bei Skyrush, der Lift, so wie der aussieht. Also, ich glaube, da hat Intermin nicht viel mitgemacht. Vielen Dank. Ja. Adonis-Körper. Sexy-Alarm. Der da liegt. Männer, sperrt eure Töchter ein. Der Flop des Tages? Boah, mein Blackout jetzt im Auto? Stefan, ich habe ja auch gepennt, muss man sagen, wo er so diesen Blackout hatte, das war die wildeste Baustelle, wo du immer nur so... Ihr könnt es leider gerade nicht sehen, die beiden machen hier gerade Turnübungen. Schlaf. Also in einem anderen Park war das... Ich fand Fahrenheit auch sehr, sehr schwach. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das war so der größte Flop, weil das ist ja eine große Intermin-Achterbahn und dann ist das so wie... trittst du rein, keiner zu Hause. So eingeschlafene Füße. SOS Sansei. Du wirst wahrscheinlich auch noch das Highlight wissen. Wir selbst reden. Ist, denke ich, Candemonium. Ich finde diese Hypercoaster, die gut gemacht sind, wie der, voll geil. No-brainer. Ich verstehe nur nicht 4 Rasten und Gurt. Was ist das jetzt für ein neues Ding? Ich fand aber auch cool, dass wir Wildcats Revenge jetzt gefahren sind, weil wir die Bahn das ist jetzt endlich mal einer von denen, neben Robin Hood Untamed, die wir vorher und nachher kennen. Das finde ich ganz cool. Das passiert nicht so oft, wenn irgendwas RMC'd wird. Tages war Trailblazer, der Mine Train. Boah, der war so kacke, den ich gar nicht mehr. Weil der war wirklich so lahm. Und ich habe mich eigentlich auf eine witzige Fahrt gefreut, die einen so ein bisschen von links nach rechts prügelt. Dann fährt mal was ruhig und dann ist es euch auch nicht recht. Nein, ist es auch nicht. Und dann... zu Hause. Ja, du da. Du zu Hause. Was darfst du trinken? Und das hat mir dann einfach, das hat mich enttäuscht. Da muss ich sagen, da war ich... Und der Name, der verspricht irgendwie auch Action, aber gut. Und mein Highlight des Tages war... Tatsächlich fand ich den... Wir haben nicht nur zweimal verloren, wir haben immer verloren. Tatsächlich fand ich den Dueling Woody richtig geil. Also der ist super lang, der hat ein cooles Layout, der begegnet sich immer wieder auf ziemlich coole Weise und nicht so plakativ wie einfach nebeneinander, wobei das auch cool ist. Aber das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und Candemonium war auch sehr cool, aber ich glaube, der Woody hat mir mehr Spaß gemacht noch. Wenn ich jetzt schon so sexy hier liege, machen wir Schluss. Nee, wir quatschen noch ein bisschen, trinken uns ein bisschen was. Einen haben wir schon verloren, wie ihr wieder gemerkt habt. Der kämpft mit der Spinne wahrscheinlich gerade, wird an der Decke hängen, wenn die anderen drüber kommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder bei der NYC Grill Tour 2025. Also wir morgen, ihr übermorgen oder wann auch immer der nächste Film hier kommt. Klickt wieder rein, wenn es auch wieder heißt Review. Boah, echt, morgen wird's richtig kacke. Also morgen würde ich dabei sein. Also nicht ich, würde gerne nicht, egal.